Hi und willkommen zurück zu Sherlock Holmes The Awakened. Awakened. Ähm, wir versuchen jetzt einfach mal mit nach draußen gehen. Ich habe schon mal das neue angepinnt. Nur die Karte macht mich heute gerade ein bisschen fertig. Ich wollte schon mal geguckt haben, ob ich schon was finde, wo wir jetzt als nächstes dann hin müssen. Ich meine, gut, wie hier, ja, zu den Docks. Ich denke mal, das wird das da unten. Könnte das Wasser sein? Ja, ne? Aber die Karte ist ziemlich minimalistisch gehalten. Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No? Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill-applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But... It's brilliant. Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come. Die Stimme von Watson ist doch nicht die Stimme vom letzten Teil. Aber die ist aus dem letzten Teil, ne? Das ist von dem letzten Mörder. Kann das sein? Die Stimme? Captain Stenwick wohnt in einem großen Herrenhaus in der Nähe. Es befindet sich auf derselben Straße wie Mr. Burns Buchhandlung. Großes Herrenhaus auf dieser Straße, ja? Na dann. Großes Herrenhaus. Was ist da? Not much further now. Ist nicht mehr weit. Wieso? Mein Junge, wieso kannst du dich immer noch porten? Das ist unheimlich. Du bist doch nicht einfach nur in meinem Kopf, oder? Das wär's jetzt. Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles, and it's my superiors who made this decision, sir. Ja. Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimahia breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony, then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. Oh, wir fangen... Nee, wir fangen unten an. Oder? Nee, wann When did you last see schon... your servant?
Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. Is there any reason Kimmy here may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. I take it this is the first time Kimmy here has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. Did Kimmy here make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No, no. I kept his wages in my safe. For security. Tell me about Kimmy here. He's foreign. A Maori. All the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen. And as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English. Never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. Tell me about Kimmy here. He's foreign. A Maori. Okay. All the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen, and as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English. Never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. Ach, jetzt geht's erst weiter. Okay. Warum muss ich nochmal fragen, ob er was gestohlen hat? Did Kimmy here make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No, no. I kept his wages in my safe. For security. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. Ziemlich wild. Ach so, meinen die wirklich, dass der vielleicht... Weiß ich nicht. Erstmal. So. Wir sollen ins Haus oder zu dem Schuppen? Zum Schuppen, ne? Natürlich laufe ich erstmal falsch. Sollte ich auch direkt richtig laufen? Hier noch was anschauen? Was haben wir denn hier? Chewing tobacco. A shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. Okay, das geht immer noch mit. Looks like a knee print. Versteckt. Someone knelt here. The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. Amazing, Mr. Holmes. To read the ground like an open book. Okay. Ach so. Okay, ich kann nichts anderes gerade anwählen als
Spaß. Das haben sie auf jeden Fall etwas anders gemacht. Ich meine, klar, müssen sie ja irgendwo anders machen, weil sonst haben wir uns ja immer die Arbeit geteilt. Could have left these tracks. They seem fresh. Aus. Hat er da sein Gesicht reingedrückt? Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. A small navy spyglass. Da ist wieder eine Spur. A scrap of Hessian. These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. Ja, ich denke mal, da ist irgendwie jemand drüber gefallen, oder? Sonst würde ja das Gesicht da nicht auf einmal abgebildet sein. Das ist ein Knochen. Button chops. The remains of a meal. The ashes are long since cold. Was ist das? Was da? A heavy chemical odor. Lend me your nose, Doctor. Ah, I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. That's an opioid, Mr. Holmes, a narcotic. A Maori nose flute. Ngurus, they're called. Clothes made of Hessian. Is Stenwick really so miserly? No air coming through it. Is this a Taniwha, a Maori water spirit, or something else? Either way, it's giving me chills. War da gerade was? Ja, wir haben ja jetzt momentan irgendwo nur die... Von allem nur das eine immer. So rum kann nicht passiert sein. Weil das Gesicht sieht man ja nicht, den Hinterkopf. Das heißt, so ist das nicht möglich gewesen. Sprich, wir müssen noch irgendwie Hinweise finden. Das hat jemand zugemacht, so wie es aussieht. The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right.
Also von dem Wagen sind die Reifenspuren nicht gewesen. Würde ich mal sagen. Rein können wir nicht. Das heißt, egal was ist, wir müssen das hier draußen beziehungsweise in der Hütte finden, ja. Ich denke mal, hierfür haben wir jetzt noch eine andere... Nein, haben wir nicht. Ich habe gedacht, wir hätten jetzt vielleicht hierfür eine andere Möglichkeit, weil wir ja gesehen haben, dass von außen verstopft wurde. Dass das halt jemand anders reingemacht hat. Ist aber auch so gerade nichts mehr. Watson, stehen Sie nicht im Weg herum. Sch. Also von hier aus gibt es keinen anderen... Watson, wirklich? Keinen anderen... Da haben wir auch alles nur das eine. Nee. Nee, da kann ich noch nichts ändern. Ach, Watson. Ach, nö. Mann. Was? Auch nichts. Oder können wir jetzt noch mal mit ihm reden wegen dem Kautabak und dem Opinoid? Vielleicht? Nicht in den Teich fallen. Ja. Are you joking? Why would I know this? Okay, ist ja gut. I came across a pile of Hessian clothes in the shack. Are they Kimihia's? Yes. I had to give him something to clothe himself. He seemed unfazed by his bare skin, but I found it distracting. Is this spyglass familiar? I don't recognize it. Could it be Kimihia's, perhaps? I doubt it. I never saw him with it, nor could I suggest how he might have come by it. Has Kimihia ever indulged in tobacco? No, the man doesn't even drink. Are you certain? I found chewing tobacco in the garden. I controlled Kimihia's expenses since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco. I thought you were meant to be intelligent. The door to your garden has an interesting lock. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimmy here and I both had a set of keys. I'll need to borrow them. No, you'll need to do what I tell you to do. Examine the garden. Okay, der hat doch Dreck am Stecken, oder? Ich denke mal über die Do Fußspuren. you Doch. happen to know Kimihia's shoe size? I wouldn't have the foggiest. But I'm sure it was enormous. Not that it matters. He spent his life barefoot.
Despite Okay. my best efforts, he simply did not take to shoes. Also können wir schon mal sagen, dass das nicht seine Schuhe sind. Er war es also nicht, der da dahinter steht. Oh, wir haben 3. Für alles? Hä? Warum haben wir jetzt auf einmal für alles 3? Aber gut. Was hätten wir denn hier jetzt noch für Auswahlmöglichkeiten? Ja, eine unbekannte Person oder eine unbekannte Person. Gut. Ah, lassen wir das mal so. Warte mal eben. Warte mal eben. Nee, ich glaube, dass es sogar das hier ist. Weil hatten wir hier nicht Leinen gefunden? Ja, ne? Das war doch Leinenstoff, oder? A scrap of Hessian. Sag Leinen, ja. Ja. Ach, da gibt es nur die 2 Möglichkeiten. Ne, ich würde sagen, es müsste das sein. Kann ich darüber klettern, um zu sehen, was da ist? Nee, da ist ja nur ein Weg. Ein Weg, der entweder zum... Oh, ein Weg, der direkt zum Wasser führt. Hinweis anheften. Die Hintertür Stanwicks Garten ist mit einem ungewöhnlichen Schloss versehen. Die Tür lässt sich offensichtlich nur mit einem nach rechts gebogenen Schlüssel öffnen. Laut Captain Stanwick haben nur er und Kim einen Schlüssel für dieses einzigartige Schloss. Ah. Links gebogen. Einer fehlt. Das heißt... Gehe ich mal von aus. Aber wo müssen wir jetzt den letzten Hinweis suchen? Draußen?
Der Spur ist verschwunden. Laut dem Captain sei dies ungewöhnlich. Das Anwesen normalerweise nie verlassen würde und sich aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse nicht verständigen können. Neu. Was ist das? Garten befindet sich. Achso. Länger nicht benutzt. Someone moved a cart to this spot and then took it elsewhere. Can't see it anywhere in the garden. Ach, vielleicht irgendwie eine Dinges? Ich bezweifle, dass da irgendein Korb drauf war. Das macht eher Sinn. Surveilling from afar, the intruder waited for a window of opportunity. When Kimahir went to sleep, the man crept up to the shack and slipped narcotics down the chimney pipe, then blocked it with a cloth. Kimahir inhaled the sedative and fell into a deep sleep. The intruder tried to move him, but the man was heavier than expected. The intruder fell on the sack and dropped his spyglass. In order to transport the servant, he had to use the cart. The final challenge was opening the garden door. Luckily for our intruder, Kimahir had the key in his shack. Remarkable. It makes total sense. Ja, aber warum? Warum und wohin? Von Heften? Ich glaube mal, das muss ich jetzt mit ihm, mit dem gutsten Mann besprechen. Dann sollten wir vielleicht mal auch raus aus dem Regen. You'd best have found something by now, gentlemen. Wurde betäubt. Jemand hat ihn beobachtet. I fear that someone may have spied upon Kimahir. Likely the owner of the spyglass I found earlier. It appears they were watching for some time, as there was an impressive amount of chewing tobacco on the ground. And your point? I found the residue of narcotics in Kimahir's brazier. There are several explanations, perhaps your servant's recreational interest, or an attempt at poisoning. Cut to the chase, Mr. Holmes. You said that you checked the shack earlier. Did you notice the cart tracks near it? Now, one ought to expect a servant to make regular use of such a thing. Indeed, I would have overlooked the detail were it not for the cart's absence. If, as you say, Kimahir never leaves your estate, then where did it go? I expect answers from you, Mr. Holmes, not questions. I won't keep you in suspense any longer, Captain. Kimahir was abducted by the owner of the spyglass. When your servant fell asleep, he slipped a narcotic into Kimahir's brazier to make him sleep even more soundly. In order to carry a man as large as Kimahir, the intruder stole the cart and rolled him right out of your garden. Now, hold on. All this simply to tell me what I already know? Why haven't you found him yet? I only arrived a moment ago. It is, frankly, incredible that I have already deduced so much. Every second you dawdle here, waiting for me to stroke your ego, is another second wasted. I'm not interested in the how, the why, or the who. I am only interested in recovering my investment. Spare me the claptrap, boy, and go and fetch my servant.
Truly, there is no better evidence of a man's nature than the way he treats those who help him. And you, sir, are a brute. The cruelty of your ignorance about the Maori people, your selfish attitude to a man's kidnapping. The point is, Captain, we're telling you this for a reason. The intruder fled through the garden door, and we need a key to follow his trail. Well, then you should have led with that. Here you go. I hope you'll return soon with good news. And in the meantime, please teach your companion the art of brevity. Ich hätte vielleicht doch das erste sagen sollen, ne? A-Loch. Mein Gott. Investition, ey. Also ich mach das nicht wegen dem A-Loch. Ich mach das wirklich wegen dem Mann, der verschwunden ist. Aber haben wir hier irgendwo Reifenspuren? Winde verweht? Weil ohne Reifenspuren, ohne mich, ne? Da ist irgendein Karren. Hm? Aber nicht so ein Karren, wie wir suchen. Okay, da geht's auch gar nicht erst weiter. Haben wir denn... Okay. Was anheften. Jetzt, denke ich mal, kann ich sehen, wo wir lang müssen. Oder auch nicht. Da. Ah. Reifenspuren. Aber in welche Richtung? Okay. Ich richte richtig. Ah. Ist nicht weit gekommen. Sturdy rope, professionally tied in a Portuguese bowline. This knot is often used by sailors to create a bosun's chair. Wheels picked up grass along the way. Kimahia's cart, I gather. Roy Soulsby. Could that be the name of our man? A strange substance. I have my suspicions based on the color and consistency, but would you care to hazard a guess, Doctor? Well, it's odorless, but from the way it absorbs water, I'd say saltpeter. Then we're in agreement. Well done. Ja. Ja. Oh Gott, nein. Visitenkarte, Strange. Maybe. Und passt das zusammen? Nein. Nee, was Blaues brauche ich noch. Okay, passt ja nicht zusammen. Okay, also Kleidung. Karte sehen wir uns Welche besonderen Merkmale weist der Entführer auf? Besondere Merkmale. Das da? Das da?
Bisschen Stoff. Okay. Der Seemannsknoten ist schon mal richtig. Garten befindet sich parallel laufende Spur. Obwohl, das ist ja kein besonderes Merkmal, ne? Was doch mal? Okay, das ist richtig. Die beiden sind richtig. Ich bin nur anscheinend zu blöd, um das letzte zu finden. Schluss. Die Führung? Nein. Danke, mein Gott. Durch die Fußspuren würde ich doch jetzt nicht auf einen Seemann hinweisen. Der Stiefelauftrag, die auf den Mann aus der Arbeiterklasse hindeuten. Okay, das war... Nur mal was können. Oh mein Gott, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Wir wissen nun, dass der Entführer wahrscheinlich Seemann ist, dass sich auf seiner Geldbörse Rückstände von Salpeter befinden und dass es im Londoner Hafen vor kurzem einen Unfall mit Salpeter gab. Ach ja, stimmt. Das war ja mit Salpeter. Alles deutet darauf hin, dass wir unsere Suche nach ihm am Londoner Hafen fortsetzen müssen. Wir dürfen keine Zeit verlieren und müssen so schnell wie möglich eine Durchge finden, die uns zum Londoner Hafen bringt. Okay. The Strand proved not so useless after all. The saltpeter accident. Doctor, do you recall? The Port of London, of course. The footwear, the spyglass. Indeed. We shall need to take a cab there. Ja, aber nicht mehr heute, sondern erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Falls das noch nicht habt, doch sehr gerne ein Abo. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye.